Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades from Zero. Wir befinden uns natürlich immer noch in Crossbell, wo auch sonst, und werden heute mit dem Rundgang weitermachen, den ich mir zuletzt vorgenommen habe, mal wieder. Aber das Gute ist, du kannst dir bei Trades immer sicher sein, dass wirklich jeder was Neues zu erzählen hat und du nicht irgendwie, weiß ich nicht, bei jedem zweiten das hörst, was du schon mal gehört hast. Es sei denn, die haben das inhaltlich einfach nur ein bisschen abgewandelt. Aber in der Regel fühlt sich das immer an, als würdest du hier ein neues Spiel spielen. So, jetzt muss ich einmal kurz überlegen. Nee, hier ist die West Street, da wollte ich gar nicht hin. Ich bin unten in dem Shop, glaube ich, beim letzten Mal schon gewesen, oder? Hier in dem da unten? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich wollte hier nur auf diesem Square jetzt nochmal die großen Gebäude einmal betreten und gucken, was die Leute da zu erzählen haben. Deswegen machen wir das auch. So, starten wir ganz obligatorisch mit diesem netten Café-Restaurant. Welcome! We're serving our breakfast menu right now. If you're still running on an empty tummy this morning, be sure to put your order in soon. We're serving our breakfast menu right now. Ja, Frühstück könnte ich jetzt auch gebrauchen. Es ist gerade kurz nach 7 Uhr morgens, also eigentlich so gar nicht meine Lieblingszeit, aber zum Aufnehmen eigentlich optimal. We have a pair of newlyweds here eating right now. Perhaps I'll send them a nice bottle of wine later on the house. Later, ich wollte gerade sagen, ihr seid doch noch mitten beim Frühstücksgeschäft, wenn ich sie gerade richtig verstanden habe, die gute Nonne. So, unser Geld wird auch von Folge zu Folge weniger. Satisfying Carbonara. Ist immer noch die geilste Bezeichnung irgendwie. How lovely. I heard that the police finally decided to get involved in the mess those rebel caused downtown. Ultimately, they made no arrests, though. What's the point of having police anyways if they can't be bothered to enforce the law? Tja, das ist eine Frage, die du dir im Berliner Raum täglich stellen könntest. Unfortunately for us fine folk, the police refuse to have a backbone. Doesn't the law say that criminals are supposed to be punished? Tja, das ist manchmal ein bisschen komplizierter, als es den Anschein hat. Also zumindest in dem Fall, in dem wir jetzt ja hier auch involviert sind. Oh, hier sitzen nur 2 Leute. Beim letzten Mal waren es noch 3. Fehlt die Schwiegermama. Eat up, go, go, go. After you finish, we'll hit every tourist spot before evening comes. I hear you, coach. Das sind andere, oder? We're prestigious members of the famous Imperial Riding Club Nines. If you don't mind, we're busy building up energy for the next tournament. Aha, okay, dann will ich euch mal nicht aufhalten. Aber ich glaube, die beiden Jungs haben hier beim letzten Mal auch schon gesessen. Aber vielleicht hat sich das auch geändert, keine Ahnung. Der ist auf jeden Fall gut am Futtern. Another plate, sir. Dabei ist doch gerade Frühstück, oder? Wobei, ich meine, beim Frühstück kannst du auch reinhauen. Warum eigentlich nicht? Da vielleicht sogar erst recht. Guck mal, und der säuft schon am frühen Morgen. Ist das jetzt sein Businesspartner, der hier erschienen ist? Ah, ne, seine Wife. My wife and I are here on our honeymoon. Das ist ein anderer Typ, ne? Hier sitzen jetzt, glaube ich, teilweise andere Kunden einfach. Crossbell City is gorgeous, isn't it? You never know what will catch your eye here. Ja, inzwischen kennen wir uns auch ganz gut aus, so nach dem x-ten Durchlaufen. Ich finde aber, dass diese Vorhänge hier, also klar, wenn die Sonne dir ins Gesicht scheint, ist auch nicht so geil, aber das sieht hier alles schon ein bisschen trist aus hier oben, oder? My husband planned out everything for our honeymoon, making all of the reservations. That way we know what we want to see and when we want to see it. My husband planned out... See it, okay. Wobei ich meine, dass der Typ hier, Ach, guck mal, hier ist offen, oder? Ich kann die Kamera... Nee, hier ist auch zu. Ich dachte kurz, hier würde mehr Licht reinstrahlen als da oben. Weil guck mal, da unten haben sie so Grünzeug zu stehen. Und hier oben, achso, hier oben steht auch was. Ich finde es hier trotzdem relativ kahl und ungemütlich, muss ich sagen. Also so unterkühlt alles irgendwie. Deswegen mochte ich halt das Hotel so gerne, weil das so eine andere Aura verströmt. Aber das lag primär am Boden. Darn it, barely any girls have stopped by to grab a bite today. Wait, there's still the lunch rush to go. The battle isn't over yet. Ich glaube, der Typ, der serviert auch, sonst wüsste er das ja gar nicht so im Detail. Ich glaube, der hier ist derjenige, der kocht. Ich glaube, der macht gerade Rührei. Alright, we've got an order for 2 here. Oh, if you need to place an order, you can ask one of our servers. Though, if I'm honest, I'd still probably make you something if you asked me. Oh, das ist aber lieb.
Go on, try me. Try whispering a random dish in my ear. You never know, I may just whip it up for you. Okay, der ist auf jeden Fall gut drauf. Ah, schön. Ich mag den Spirit, der hier verströmt wird. Manchmal ist das auch negativ destruktiv. Aber die meisten Leute, die sind hier schon gut drauf. Noch. Ich bin ja noch ganz am Anfang der Story. Wer weiß, was sich hier schon wieder für Gräueltaten ereignen werden, wenn ich 30 Stunden später hier nochmal meine Runde drehe. Hello, good morning, Neston. Oh, hello everyone, good morning. Are you headed off somewhere? Yes, I'm amazed you can tell. We're in the business for as long as I've been, and you learn to recognize these things. You know what they say, it's better to have something and not need it than need it and not have it. Prepare well and please make sure you don't forget to pack anything. Ja, please make sure you don't forget to pack anything. Have a safe trip. Dankeschön, dauert allerdings noch ein bisschen. Wir werden uns erstmal 10 Folgen hier wieder mit Stadtrundgang beschäftigen. Konnte mich gerade nicht entscheiden. Wobei, es sind ja nur 2. Statistisch gesehen sind es nur 2. Das haben wir ja schon erprobt. Our store works hard to ensure we're listening to customer opinions and feedback. Do not hesitate to inform us if you experience any dissatisfaction. Ich finde, ihr seid zu teuer. Was macht ihr mit dem Feedback? Kannst du mir vielleicht Geld spenden oder so oder für mich mal günstiger machen? Good morning, everyone. I hope you all have a wonderful day. Also so einen Job könnte ich ja nicht machen, ne? Nicht so früh morgens. Also so in der Spätschicht könnte ich die Leute vielleicht ganz glücklich begrüßen, aber da wirst du dann wahrscheinlich eher nicht so gebraucht. I got forced into doing the shopping again. I only wanted to look for a book to help me with my studies, but my family roped me into doing all of the grocery shopping. I got forced into doing, I only wanted... Tja, irgendwie, also entweder hat deine Familie keine anderen organisatorischen Optionen oder die wollen ja einfach eins auswischen und reinwürgen. There's apparently a torrential downpour on the Republic's grain-producing region. I should probably buy 20% more Empire-grown vegetables since the Republic will be increasing their prices next week. Toll. Hopefully it will ensure that I don't run out of inventory. I wouldn't want to inconvenience all my customers, you know. Ich habe mich gerade vorne am Tresen schon beschwert, dass ihr zu teuer seid und dann sowas. You have to pay attention to what's going on in the rest of the world when you import food. That's actually my favorite part of this job. Also es kommt so ein bisschen auf die Produktgruppen an, ne? Bei manchen Sachen sehe ich das ja ein, dass das ein bisschen teurer ist, aber ja, ich weiß nicht. White Rice hier für 200 Euro, Euro sage ich schon, Mira, also ich weiß nicht, wie der Wechselkurs ist zu Euros, aber das ist ja eins der teuersten Kategorien. Muss das so? Wahrscheinlich hast du da auch eine größere Menge, die dahinter steht. Ich werde auf jeden Fall hier nichts einkaufen, weil ich auch keine Kohle habe. Da ergibt das eine das andere von selbst quasi. Guten Tag, namenloser Herr. Well, if it isn't our favorite swimsuit magazine connoisseur, you haven't missed a week. You're going to put my future kids through medical college at this rate. Hey, and you can bet I'll be back here every week for these girly mags. At this point, it's pretty much my life's work. I remember you introduced yourself as such a man, but still, swimsuit magazines, huh? Randy, don't you think maybe you shouldn't bring that up in front of Ellie and... What was that? My best Paul Lloyd wants me to hook him up with the sickest mags? Anything for you, my man. I'll give them to you later. Ich glaube, darauf wollte er nicht hinaus. Oh no, 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 no. You know for a fact that wasn't what I was saying. Don't you dare drag me into this. Zu spät. Und Tio guckt wieder. Tio macht ja echt so ein bisschen die Alisa, wenn sie so glotzt. Maybe I should have kept quiet. Tja, eigentlich hat Randy ihn nur in Verlegenheit gebracht und nicht du. You know, there are actually a lot of people who accidentally forget their belongings here. All of you should take care to not forget anything of yours either. Ja, wir haben, glaube ich, hier bisher noch nichts verloren. Also noch sind wir zumindest statistisch gut dabei. An antique with lovely red rose designs decoration for Ellie's room. Das ist neu. Und Issue 2. Guck mal. Endlich hat sich das mal gelohnt hier. Featured Guardian Force Public Drills. Guardian Forces present and future. Rumors of new equipment.
Ja, das nehmen wir auf jeden Fall mit. So viel zum Thema, ich gebe heute eh kein Geld aus, aber Issue 2 muss sein. So, dann mache ich aber erstmal hier den Laden einmal fertig und dann lesen wir draußen bei frischer Luft oder so. Hello, I'm helping Mom shop. I would have much rather stayed at home alone, but I didn't have a choice. Tut mir immer noch leid. Sag mal, ey, seit wir angefangen haben mit dem Spiel, ist die hier mit ihrem kleinen Shoppen. Macht die auch noch irgendwas anderes in ihrem Leben? Oh goodness, did you see the new outfits they have in the clothing store? I would just adore having a set. They're so pricey though. I'm sure my husband would oppose buying them. Oh Mann, ey, das ist alles so klischeehaft. Ich mag diese Konstellation nicht. Also soll jeder machen mit seinem Geld, was er will. Aber so die Frauen, die einen reichen Mann haben, selber nichts machen und dem Mann auf der Tasche sitzen, ich weiß nicht. Ich finde das so abturn. Ich könnte das nicht, aber auch andersrum nicht. Also es hat nichts mit Frau-Mann zu tun in dem Zusammenhang, aber diese Konstellation gibt es halt öfter, ne? So, hi Hansen. A shoe's design often reflects the designer's personality. Ja, das hat sich wahrscheinlich El Bandi auch gedacht. Sorry, dass ich den immer bringen muss, aber ich fühle mich jedes Mal erinnert. Even shoes of the same general style can have a variety of different shapes. My heart skips a beat when I think about it. A shoe's design often reflects the designer's personality. Even shoes of the same general style can have a variety of different shapes. My heart skips a beat. Der hat zweimal das gleiche gesagt. Ich meine, die Formulierung hat variiert, aber vielleicht sehe ich das auch nur falsch. Okay, es könnte dann jetzt sein, dass auch die anderen Händler irgendwas haben, was sie vorher nicht hatten. Deswegen ist das gar nicht so uninteressant. I showed a couple of braces around a little while ago. It was a young man and lady. I kinda got the impression that they were dating. Das war nicht Estelle und Joshua waren. Ah, boy, am I jealous. I wish I had a boyfriend too. Naja, Janetta, das macht nicht alles besser. Es kann, wenn es der Richtige ist, sicherlich einiges besser machen, aber genieß die Vorzüge, solange du sie noch hast, als Single. Our current Diet members are nothing but a bunch of incompetent fools. They're too preoccupied with partisan politics to approve any new laws. Sheesh, what a sorry state they're in. Okay. There's nothing but bad news these days. Ich habe die Zeitung heute noch nicht gelesen, aber ich guck mal, ob ich mich dir anschließe, wenn wir durch sind, okay? Dann komme ich nochmal zurück. When I hear news about a fine piece of art, I can hardly contain myself. I went to the Art Museum in Le Mans State to see their Saladin porcelain jars the other day. I wish I could show them to my customers too. Oh, jetzt bleibt die da unten wieder hängen. I have to say, those were some fine porcelain jars. I wish I could show them to my customers too. Vielleicht irgendwann. Oh, Perfect Tail. Beste Bezeichnung. Und ja, ich weiß, die beiden Items sind wahrscheinlich nicht neu. Aber mir ist die Bezeichnung gerade zum ersten Mal aufgefallen. So, dann gibt es jetzt noch Prada, ne, als letzte Händlerin. Langsam merke ich mir das alles hier. Ja, da steht Prada. Crosswell is home to many different boutiques, much like this one. We pride ourselves on being able to bring in not only the top-of-the-line brands, but quality items from the most popular smaller brands as well. I hope you're able to appreciate the wide variety we're able to offer you. Ja, ich habe halt keine Kohle. Crosswell is home to many different boutiques, much like this one. We pride ourselves on being able to bring in not only the top-of-the-line brands, but quality items from the most popular smaller brands as well. I hope you're able to appreciate the wide variety we're able to offer you. Yes. So. Ach nee, du bist gar nicht die teure. Oh, ich verwechsel das immer. Imelda war die überteuerte, ne? Das war doch seinerzeit die Auflösung. Na gut. Okay, dann sind wir hier auf jeden Fall einmal durch. Dann können wir uns jetzt draußen die Sonne auf die Plauze scheinen lassen und erstmal die Zeitung aufschlagen. Oder ich mache erstmal hier mit dem Rundgang weiter. Wäre vielleicht auch eine Idee. Dann haben wir hier nämlich erstmal den Abschluss und gucken mal nochmal, was in Genten so abgeht. Hi. Oh, there's a brand new Orbal vacuum releasing this month. Should I spoil myself a bit and place an order? Weiß ich nicht. Das musst du für dich entscheiden. Ich weiß nicht, wie risikofreudig du bist. Come on, everyone's got to have some pep in their step today. Our goal is to beat times in sales. This month I'm going to shatter the damnable sales record. I swear it.
Ich weiß nicht, wo ich mich wohler fühlen würde, ehrlich gesagt. Ob in diesem Laden oder in der Shopping Mall da drüben. Ich glaube, ich finde die Mall ein bisschen gemütlicher, weil es mir hier ein bisschen zu bunt ist. Aber keine Ahnung. Hier scheinen mich die Produkte irgendwie mehr anzusprechen, weil die mehr auf dem Präsentierteller sind. Ach, ich weiß nicht, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Oh, you guys are Wendy's friends, aren't you? Ja, immer noch. Have you heard about our brand new Augment cover replacement service? What? We've got all the latest trendy designs in stock. Please check them out. Ja, good morning everyone. I'm in a great mood right now. Ich sehe schon. You see, a bracer just stopped by a little bit ago. He had striking black hair, beautiful amber-colored eyes. Could this be love at first sight for the young Chaco? Ich glaube, der Mann ist vergeben, aber weiß ich nicht, sollte ich ihr das so um die Ohren hauen? Auf jeden Fall gewinnt hier Joshua schon wieder neue Fans. Oh, replace covers. Was? Das ist so teuer. Ihr seid solche Übertreiber. Danger Orange. Bekommt man hier nicht mal eine Vorschau? Da versenkst du 1000 Mira und bekommst nicht mal angezeigt, wofür? Oder es gibt danach nochmal eine Abfrage und du kannst es dir angucken. Ach so, hier kann man das sehen. This cover is for Lloyd. After purchase, the Augment cover visible in the Augment section of the camp menu will be changed. Alles schön und gut, aber nicht zu dem Preis. Ich will mir nur die anderen einmal kurz angucken. Wenn ich das Geld hätte, einmal angenommen... Für welche Version würde ich mich entscheiden? Oh, ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Ich bin zwar nicht so der Katzentyp, aber so rein optisch spricht mich das farblich an. Also das hier wäre auf jeden Fall was für Randy, würde ich mal sagen. Das, auch wenn ich ihn jetzt ein bisschen katalogisiere und in eine Schublade stecke, aber ich wette, er würde mir zustimmen. So, hi Wendy. Hey, Light & Company, work still treating you well? Well, we're chugging along somehow. The requests we get are also different. It is often exhausting trying to keep up. Well, what matters is that you keep giving it your all, I guess. Before you head out, let me take a look at all your Augment's conditions, okay? You'll regret it if you don't. Okay, I hear you. Thanks, Wendy. Okay. The Enigma seems to be really popular already. Most of the bracers are already using it. Even that Dudley guy from the police came down to get one. Das ist der arrogante Schnöse vom Law Office. We're losing our head. Start real quick. We're losing our head. Start real quick. Yeah. Gotta stay on our toes so we don't fall behind. I agree. Ihr macht das schon. Police officers and bracers come here pretty often. I've noticed a big boom in the amount of people starting to use newer Augments. Gut für euch, würde ich sagen, ne? Police officers and bracers. Alle rüsten sie auf. Vielleicht tut auch der Wettbewerb dem Geschäft ganz gut. Also, dass wir uns so ein bisschen mit den Bracern challengen. Ja, ich habe zuletzt halt nicht so viel gekämpft, ne? Ich will halt, dass meine Seppe-Zahlen auch ein bisschen ausgeglichen sind. Deswegen bin ich hier gerade noch ein bisschen geizig, um irgendwas auszugeben. Obwohl so ein Attack 1 Ding schon ganz interessant wäre, durchaus. Alright, what did you want to ask me about? Ist hier irgendein neues Thema? Nee, ich glaube, das hatten wir alle schon. Na gut, dann liefen wir mal. Wobei, wo ich jetzt nicht geguckt habe, das ist bei den Slots. Da würde theoretisch noch was gehen. Warte mal, da wo es zu teuer ist, da steht nicht can be opened, oder? Warum kann ich denn jetzt plötzlich so viel machen? Ich weiß nicht, wann ich zuletzt wieder neue Dings bekommen habe. Ach nee, can be opened steht nur dort, wo... Ach nee, ich erkenne das an diesem blauen Lämpchen. Moment, so muss ich mich orientieren. So, ich habe hier 3, hier 2, hier 3, 3, 2. Nee, hier sind auch 3. Hier sind nur 2. Also hier müsste ich eigentlich die nächste Investition tätigen und das mache ich auch. So, jetzt haben nämlich alle 3 und ich werde jetzt so lange keine Slots mehr öffnen, bis ich neue Quarze habe, denn ich kann die alle ja nicht mal füllen. Ja, ich habe noch einige offen und erst wenn die voll sind, dann werden wieder neue Slots aufgemacht. Andernfalls bringt das ja herzlich wenig, ne? Oh, hier oben steht, glaube ich, zum ersten Mal jemand. Guten Tag.
Basilio. As it stands, there are 4 major ointment manufacturers in Zemuria. You have the Empire's Rainford Company, the Republic's Verne Company, Libert's ZCF, and the Epstein Foundation. Among these, the Epstein Foundation is the most research-oriented organization. As such, their products aren't really geared towards the public. The Epstein Foundation focuses on expanding their ever-growing research. As such, they don't really make much in the way of consumer products. The few they do make, however, tend to be a bit on the unusual side. At the very least, it makes for some good browsing. Da kennt sich aber jemand aus. Der Basilio, der beobachtet den Markt scheinbar ganz gut. Achso, hier oben. Wird mir gerade zum ersten Mal so richtig bewusst. Also das Schild hier mit Epstein habe ich schon mal registriert, aber hier oben sind dann wahrscheinlich deren Produkte ausschließlich. Deswegen hat er sich da gerade auch so über Epstein explizit ausgelassen. Oder täuscht das? Vielleicht ist das auch einfach nur Werbung und das hat nichts mit dem Sortiment auf den einzelnen Etagen zu tun. Keine Ahnung. So, ihr Lieben, wir haben eine Zeitung zu lesen. Wobei, warte mal. Muss ich da übers Notebook rein? Nee. Hier tatsächlich über die Items, oder? Oder gab es da einen anderen Trick? Nee, ich komme hier rüber rein. Oh. CGF Driving Exercises. Okay, wir fangen mal von vorne an. Feature: Guardian Force Public Drill. CGF shows its might. Knox Forest, due west of Crossbear City, was the site of the CGF's recent training drills. We were on the scene to report. Drills began at 10 a.m. and were very intense. They practiced vehicular combat, stun halberd combat, hand-to-hand combat, and more. Exercises like these are held regularly to sustain these important skills, stated the leading Sergeant Mayor. New equipment rumored. We had the opportunity to interview Deputy Commander Bells after the drills. We asked about a new model of armored vehicle that has been rumored to be in development since last year. The Deputy Commander tells us that the implementation of these new models is still a ways off. Presently, they are in the fine-tuning stage and will be deployed once complete. Logistical issues such as negotiation with the neighboring powers about specifications has been thoroughly taken care of. As it stands, the new model's firepower is comparable to an average tank. Accurate data and deployment numbers will be properly disclosed at a later time. The CGF will continue putting its full efforts towards ensuring the security of Crossbell's borders and the state at large, commented the Deputy Commander, faithfully answering every difficult question posed to her. Oh, das war eine Frau. Okay, ups. Falsche Stimme. Society. A respite in the downtown district. Sources say the downtown gangs have temporarily ceased fighting. The noisy confrontations, previously a daily occurrence, have come to a sudden stop. Most citizens breathe sighs of relief. On the contrary, a 24-year-old man living on East Street voiced his fears. As long as delinquents are there, the fights will return. I wish someone would do something about them. Punkt. Okay, kein weiterer Kommentar von der Redaktion. Incident, also es ist merkwürdig, dass mit einem Zitat eine Meldung abgeschlossen wird. Ich glaube, das ist journalistisch eher nicht so Usus bei uns. Incident leaves behind mystery. Tensions rose due to a surprise attack on the gang's members. However, many things are yet unexplained about the dispute. Before it escalated, rumor has it that the CPD Special Support Section had a hand in resolving the situation. Oh, wir werden mal in einem positiven Licht dargestellt. However, further investigation suggests that they may have been more lucky than skilled. Okay, ich nehme alles wieder zurück. It would be nice to see action on the same level as Bracers next time. Oh, das ist so niederschmetternd. Ich hasse euch. Wer hat das geschrieben? War das Grace? Gangs Face Off. Sogar geknipst wurden. Wir hatten die da eine Drohne oder ist jemand aufs Dach gestiegen? Technology, a new battle augment. The Epstein Foundation has developed a new battle augment and it is now available on the market. We finally enter the 5th generation. The best part of the Enigma is the introduction of the Orbital Communication Circuit, said Mr. Roberts of the Foundation. This newly developed micro-quartz allowed for the creation of a small portable communication device. He added that this innovative technology in the Enigma
can exchange information instantly regardless of location. At present, the communication function only works in the vicinity of a dedicated orbital wave relay, such as within Crossbell State. Plans exist to erect new relays for organizations such as the Bracer Guild and government agencies. Culture. ARC and Seal's upcoming performance. The famous troupe is due to announce their highly anticipated next performance soon. Tickets will be available for sale next month. Many fans from within the state and even abroad have been eagerly awaiting their next show and will flood in to watch. You don't want to miss it. Finance, IBC's new service. The International Bank of Crossbell, the largest financial institution on the continent, will launch a new service that allows members to exchange Sepith at better rates than those available at other shops. Its starting date will be announced soon. Cool. Wird wohl dann auch für uns interessant werden. Leisure, Crossbell's Gourmet Experience. If you're craving countryside gourmet, catch the next Orbital bus to Armorica Village and visit the Ash Tree Inn. Indulge in the amazing tastes of their omelette rice made by the friendly local-born owner. Made from the plentiful ingredients freshly grown nearby, this cuisine will have you running back to Armorica for more. Cool. Ich freue mich schon auf den Ort. Wobei, ja, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da auch tatsächlich hinkommen. Hier habe ich noch gar nicht reingelesen, ne? Da will ich die ganzen Chapter erstmal beisammen haben. Das hier haben wir aber gelesen. Das ist nämlich unsere Hauptmission, meine ich, oder? Ja, ich glaube, das war unsere Hauptmission. Also irgendwann werden wir uns auf jeden Fall damit befassen, aber mit großer Wahrscheinlichkeit noch nicht heute. Es sei denn, ich renne irgendwo rein, wo ich noch gar nicht reinrennen wollte. Aber wir machen jetzt erstmal hier auf der East Street weiter. Guten Tag, Mai Ling. Did you guys know Daddy is super important? He's the president of a huge trading company. but my brother hates Daddy. Das ist nicht gut. Roy hates Daddy. I'm so sad. Ist das der Junge hier gegenüber? Ja, der heißt, glaube ich, Roy. My family's been working as merchants for generations. Dad runs a trading company and Grandpa is chairman of the Business Owners Association. But, like, I'm just straight up not interested in any of that stuff, you know? Musst du ja auch nicht, oder will man dich zwingen, deren Fußstapfen zu treten? Man, I ain't got the energy to do anything. I think I'll take another lazy day. Okay. Du bist wahrscheinlich einfach nur ein fauler Sack und gerätst deswegen mit deinen Eltern immer wieder in Konflikt und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Oh, are you all planning to visit Armorica Village? In that case, you should exit the city via the eastern gate right over there. If you board the bus there, it will take you straight to the village, so it's a fairly easy trip to make. Ja, die kann gut Gedanken lesen. You'll be able to find a bus stop if you take the eastern exit out of the city. Just wait for the bus to come and you'll be in Armorica Village in no time at all. Ich weiß nicht, ich muss Armorica irgendwie mit diesem rollenden R sprechen. Ich finde, das steht diesem Namen zu Gesicht. Ich wette, das ist auch so gewollt. Ich wette, wenn ich die Synchros wieder einstellen würde, würden die es genau so aussprechen. Wo ist denn jetzt der alte Mann, der hier mal seine Runden dreht? Da, hello. Crossbell has long been known as a trade city. That's in no small parts thanks to the eastern and western highways being such vital trade routes. Those highways have carried international produce, textiles, and even valuable information into the city. They've truly helped shape Crossbell into what it is today. Crossbell's been growing as a trade city ever since the Middle Ages. People these days like to call Crossbell the crossroads of civilization. Das kannst du aber auch nur so gut im Detail wissen, weil du schon ein bisschen älter bist, ne? Hast ja wahrscheinlich den ganzen Wandel hier noch live miterlebt und kennst das nicht nur aus Büchern. So, jetzt machen wir mal hier unten weiter. Wobei, lass mich mal kurz gucken. War hier auf der rechten Seite noch jemand? Nee. Okay, fangen wir mal beim Markt auf der Seite an. Them red tracksuit wearing delinquents haven't shown their faces around here lately. I'm glad they're not picking fights in front of my store anymore, but now it feels a bit too quiet around here. I'm almost more worried for some reason. I wonder if they ate something bad. Food poisoning would put them down for the count. Ja, man vermisst immer das, was man nicht hat, ne? There's an idea. How about we give that a try if they keep causing problems? A little excessive, don't you think?
Them red tracksuit wearing delinquents. Lately, I wonder if they ate something bad. Food poisoning would definitely put them down for the count. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt gerade nichts weggedrückt, was neu war, aber ich meine, das schlug in die gleiche Kerbe. We have not one, not two, but 5 big boys at our household. They've got all this brute strength, but it's totally wasted on their lazy butts. Do you know how amazing it would be if I could get any of them to help me with the Oh nee, das ist das Wort schon wieder. Ich überspringe das. Ich trete da immer in Fettnäpfchen. We have not one, not two, but 5 big boys. How tragic is it that I only gave birth to boys? Oh, wie gemein. Sowas sagt man nicht. Ich hoffe, sie sagt das nicht ihren Jungs direkt ins Gesicht. Das ist ja ganz furchtbar. So. East Street is home to an organization known as the Business Owners Association. They used to negotiate for the shopkeepers here, but now they're essentially representatives for the entire area. Many cross-balance traders make their fortunes by participating in international trade and speculation. I doubt you'd find anybody on East Street that approves of those kinds of methods, though. All the old guys in the Business Owners Association used to run stalls themselves. They formed a union in an attempt to oppose unfair business practices. They've got all of our backs here. Aha. Okay. Ich bin gedanklich immer noch ein bisschen bei der Mutter, weil, also ich meine, es gibt ja viele Eltern, die mehrere Versuche, sage ich mal, wagen, weil sie irgendwann gerne einen Jungen und ein Mädchen hätten. Aber stell dir mal vor, du bist bei 5 Jungs, der letzte oder vorletzte der geborenen Jungs und wirst mit dem Gedanken immer leben müssen, dass deine Mutter eigentlich was anderes wollte. Also wenn sie es so kommuniziert, ihren Jungs gegenüber, wie sie das hier gerade in unsere Richtung tat, und das, finde ich schwierig. Welcome, friends. I had this real energetic girl stop by the store this morning and we got to talking and ended up having a great conversation. She had chestnut hair done up in twin tails. Never seen her around these parts before. You'd think she just moved into town recently. Sollen wir Estelle irgendwas ausrichten? This energetic girl stopped by the store this morning. We got, to talking and I ended up feeling pretty lively too. I've never seen her around these parts before. You think she just moved into town recently? Tja, die beiden hinterlassen hier Eindruck. Ist der bei den Jungs, der gute Joshua bei den Mädels. So läuft das hier. So läuft das hier mit den Zweien. So, warte mal, mit dem Kleinen hatte ich noch nicht, ne? I saw some braces hanging out in the marketplace this morning. They always look like they're ultra busy. Ich weiß nicht, wie man Ultra im Englischen ausspricht. They usually come rushing out of the guild whenever trouble calls. Funnily enough, they look pretty relaxed this morning for once. I bought myself some vegetables from Din's Fresh. Aha. Der ist auf jeden Fall ein guter Beobachter. Wenn wir wissen wollen, was hier abgeht, fragen wir einfach den Kleinen, der weiß Bescheid. Was? Huge? Youch? I hurt my dang fingers again. Guess that's just the life of a craftsman. At times, putting your blood, sweat, and tears into a piece is a bit more literal than usual. Hey, no, it's not like I seriously injure myself every single time I make something. Even veterans manage to get hurt every once in a while, you know. Alles gut. Welcome. Injuries are bound to happen no matter what I do, so I'm not going to sweat it. Dabei sieht das, was er hier verkauft, irgendwie so harmlos aus. Und wenn er das so beschreibt, klingt das, als wäre er ein Schmied und würde sich an einem Amboss ständig seine Hände platt hauen. Aber wahrscheinlich ist auch sein Handwerk mit ein bisschen mehr Gefahren verbunden, als seine Produktpalette es vermuten ließe. So, und dann habe ich jetzt unten mit jedem mal gesprochen, ne? Dann lass uns mal oben weitermachen und zuletzt gehen wir dann in das Restaurant aka Inn. Achso, hier war es immer so ein bisschen unübersichtlich, finde ich. Oh Gott, hab ich mich gerade erschrocken wegen diesem Plüschi da. Ich weiß nicht, ich finde das in den allermeisten Fällen immer noch sehr creepy, sowas zu Hause zu haben. I wonder if Fran's hard at work right now. Well, I know how she can be, but she has a surprisingly firm head on her shoulders. I shouldn't have to worry about her too much. I wonder if Fran's hard at work right now. Well, I know how she can be. Ja, ich würde auch sagen, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Auch wenn ich gar nicht mehr weiß, wer Fran eigentlich ist, aber wird schon. Hey, come on, let's pretend to be bracers.
Ha, take this and that. Ja, braces are invincible. Ich hoffe, du wirst irgendwann auch mal Polizei spielen, weil du uns genauso cool findest. Aber wir arbeiten dran. Azel hasn't come back home from the downtown district yet. And when I contacted the hospital, they said he'd already been discharged. I knew it. The only way to get him to come home is for me to drag him back myself. Ja, viel Spaß. I've been supporting our family, so I was a little hesitant to take him off. To take time off. But this isn't something I can ignore. I'm his guardian now, so it's up to me to do everything in my power to bring him home. Ah, der Guardian also. Ja, irgendwie verstehe ich diesen Konflikt hier noch nicht so ganz, aber du wirst schon wissen, was du tust. Du scheinst ein durchaus reflektierter Mensch zu sein. War hier nicht eine Zeit lang zu? Das war doch das, als wir nach den Vacancies Ausschau halten sollten, oder? War da nicht irgendwas? Die war auf jeden Fall versperrt, bin ich mir relativ sicher, als wir das erste Mal hier aufschlugen. A couple of young tenants moved in next door recently. Ah, hier schlüsselt er das auf. When I went to greet them, I was met by an energetic young lady with twin tails and a quiet black-haired young man. Oh mein Gott, das ist das Zimmer, wo Estelle und Joshua leben. Aha. I seem to recall them claiming that they're braces. I would imagine they're a reliable pair of youngsters. A couple of young tenants moved in next door recently. An energetic young lady. Bracer Guild. Wobei war das zweite neu? They're apparently members of the Bracer Guild. Siehst du, das war schon wieder ein bisschen umformuliert, aber inhaltlich das gleiche. Warum schließen die denn nicht ab, wenn die schon hier sind? Die haben getrennte Betten. Okay, nicht mal zusammengeschoben oder so. Also der gerne oder lieber liest von den beiden, der hat auf jeden Fall dieses Bett hier. Boah, kannst einfach ans Bücherregal greifen und bist happy. Ja, das ist irgendwie voll magisch. Wenn man weiß, dass die beiden da wohnen, dann gibt es diesem Zimmer so eine ganz andere Aura. So, hier war die Fisherman's Guild, genau, und hier war die Bracer Guild. Ich wollte diesmal unbedingt auf den Fisch achten, damit ich mir nicht wieder die dumme Frage stelle, was ist hier eigentlich? There are a large number of requests posted for bracers. So, gibt es hier vielleicht irgendwas Interessantes noch für uns? The bracers shift schedule is posted. Currently rescheduling, please wait. Toll. Toll. Das wäre mein Part-Highlight gewesen, ja, mir anzugucken, wo gerade jeder eingesetzt ist. Und was ist? Nix ist. Oh, hey there, sweeties. Didn't know you had enough free time to waltz into your rival's headquarters like that. Well, if you've got nothing better to do, how about taking some of this work off of our hands, No, that's quite alright. We're actually on duty right now. Oh, really? That's too bad. Well, no matter. I'm sure before too long you have a fire lit under those... What? Keisters of yours? Noch nie gehört das Wort. Keisters? Keisters? Huh? And what do you mean by that? Don't mind me, just talking to myself. You're on duty, right? Probably want to get going then. Keep wasting your time here and you might find that we've already gone and taken care of all your assignments ourselves. Ganz schön frech, ne? Alles wie immer. You're on duty, right? Aber eigentlich hat er auch recht. Also was haben wir hier verloren, wenn wir eigentlich mit unseren eigenen Aufgaben beschäftigt sind? Also ich würde mir zumindest an seiner Stelle das Gleiche denken. Oh, Arius sitzt hier. Das erste Mal, dass wir so mit dem sprechen können, ist auch interessant. Haben wir hier sonst jemanden? Ne, neue Bücher können wir auch nicht lesen. It's good to see you all. Hello again, Arius. It's been quite some time, hasn't it? There's no need to be so nervous. You did a fine job handling the incident downtown. Dankeschön. Wenn das Lob von dir kommt, ist es echt viel wert. You were able to resolve the matter before we intervened. Oh no, it was nothing really. I bet he would have settled the whole thing with a single swing of his blade. Gut, dass du das nur denkst, Randy. Denkst. Und nicht aussprichst. I cannot help but feel like he has us dancing in the palm of his hand, as they say. Now, if you'll excuse me, I'd better take my leave. I've had a bit more free time on my hands ever since those two arrived. Who's he talking about? Oh Lord, really? Die haben wir doch schon kennengelernt.
Also ich meine, klar, vielleicht ist Arios jemand, der irgendwie so die Strippen zieht und sich vielleicht insgeheim dann doch ein bisschen über uns beömmelt und uns belächelt und so. Aber wenigstens hat er den Anstand, uns gegenüber respektvoll zu kommunizieren. Und das rechne ich ihm hoch an. So, dass wir auch mal was Nettes hören. Das ist so ein bisschen Balsam für unsere geschundene Polizistenseele. Na, ihr zwei, Peter, was geht? Ich weiß, dass du Peter heißt. Sounds like Coben's gone and backed himself another big one. We gotta put a stop to this man, Peter. He keeps making us look like chumps. I agree, I'm already getting antsy. What do you say we unleash our true power during tonight's fishing session? Sounds like Coben's gone and backed himself another big one. We gotta put a stop. Das kennen wir schon und er ist immer noch antsy. Fishing Session. Okay, was ist, wenn ich mit dir nochmal schnaggel? Okay, ich glaube, wir hören immer das Gleiche, weil die beiden im Gespräch vertieft sind. So, wenn ich von dieser Seite des Tresens mit ihm rede, dann ist auch alles gleich. Ich glaube, die Trades-Spiele, war das überhaupt jemals so, dass wenn du um den Tresen rumgehst und mit denen sprichst, dass die was anderes sagen? In manchen JRPGs ist das nämlich so. Ich weiß aber nicht mehr, ob das jemals bei einem Trades-Spiel der Fall gewesen ist. Das kriege ich nicht mehr zusammen. Dieses Aquarium hier ist auf jeden Fall wunderschön. Ja, ich mag den Raum. Einer der schönsten Räume hier in der Stadt. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu weit nach vorne presche. Aber in dieses Gebäude hier können wir auf jeden Fall noch rein. Ja, genau, hier wohnen die zwei Schnuggelchens. Ich erinnere mich. What a nice group of youthful people we've got here. Are you all going out on a trip? Yes, ma'am. We've got some business to take care of at Amorica Village. My, that's quite a journey. Oh, I have an idea. Why don't you take this all with you? Dankeschön, wie lieb. Oh, is this the same kind of iced lemonade you gave me on the train? Indeed, it is. Remember to drink some while you're on the road if you feel dehydrated, okay? Roger that, madam. Ist bestimmt nicht mehr so lecker, wenn das nicht mehr eisgekühlt ist. Ich glaube, wir sollten uns nicht mehr so viel Zeit damit lassen. Hurry along now. You've got to get out there while the day is still young. Dankeschön. Parla, du bist so eine Liebe. So, ich wollte einmal kurz trotzdem gucken, was bei der Lemonade so an Beschreibung drin steht. Wo ist denn das? Ach, das ist hier. Nice and cold chilled lemonade guaranteed to energize. In welchen Kontexten kann ich das denn einsetzen? Das ist doch... Also, dass es bei Event Key ist, das überrascht mich ein bisschen. Und das ist definitiv verpassbar. Also, man hätte nicht zu ihr gemusst. Deswegen bin ich gespannt, was daraus noch wird. Bestimmt irgendeine optionale Quest, wo wir jemandem irgendwann helfen können. Despite what you may think, the merchants of Crossbell actually do more than butt heads. The merchants on East Street have always been part of a network of sorts where we'd help each other out. We didn't intend to found one, but before we knew it, people had begun calling us the Crossbell Business Owners Association. The Business Owners Association was born right here on East Street. While the association has grown to cover all of Crossbell, its roots were planted in this very street. Das klingt ja ein bisschen so, als wärst du fast stolz drauf, dass sich das hier ereignet hat. Aber vielleicht höre ich da auch nur Dinge raus, die gar nicht der Realität entsprechen. So, dann fehlt nur noch dieses Schmuckehäuschen hier. Mal gucken, wen wir heute hier antreffen. Der Trucker ist auf jeden Fall noch am Start. Warte mal, ich will erst mal mit der Bedienung sprechen, weil die sich bewegt. Many members of the CGF come here to eat on weekends. It's so interesting to talk to so many different kinds of people. Their jobs must be really hard though. They always look so tired after work. I have to do my best to encourage them. Na, mach mal. Ich glaube, das machst du gut. From the look of it, their jobs are really hard. I have to do my best to encourage them. Members of the CGF like to come here often. Das ist, ja, wieder ein bisschen umformuliert gewesen, aber läuft wie immer aufs Gleiche hinaus. There's a town right past the Calvadian border called Altair oder Altair. Ich muss immer Altair sagen wegen Assassin's Creed. Das war doch Assassin's Creed, oder? Oder verwechsel ich das gerade? Oh Mann. It's not exactly big, but people have been passing through it as they go to and from Crossbell for ages now. The Crossbell inside of Tangram Gate is always packed with travelers.
Aha, there's a town right past the Cavalion. Alter. Ich glaube, ich sag zukünftig Alter. Ist irgendwie griffiger. You get there pretty... Also, if you keep going down the East Highway through Tangram Gate, you get there pretty quickly. Ja, danke für die Wegbeschreibung. Wir hätten es vermutlich auch ohne gefunden, aber nett ist es trotzdem. So, hi. We came to Crossbell with the intention of purchasing goods, but we ended up spending the whole month sightseeing. I do wonder what's happening back at the Imperial Mansion right about now. We came to Crossbell with the intention. Ich glaube, die haben wir das letzte Mal im Hotel angetroffen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das ist auf jeden Fall die Bedienstete von ihr, von Felicia, genau. I very much enjoyed seeing all the sights Crossbell had to offer. It's about time I went and purchased that Septium crystal I had my eyes on earlier. It's pretty easy to get to mines now that they've established a bus route there from the northern exit of Crossbell. This is the first step towards bonding with my Septium trading father. Okay, it's time I head out. Viel beschäftigte Frau auf jeden Fall. This is the first step towards bonding with my Septium trading father. I had plenty of fun sightseeing, but it's time I head out. Okay. Also ich glaube, ihr wird hier nicht langweilig, der Lettina. Ich weiß halt nicht, wie nett die Felicia zu ihr ist und wie gut die einander behandeln. Also vor allen Dingen die Chefin, ihre Untergebene. Aber das finden wir bestimmt noch raus. Man sieht ja in den Trade-Spielen immer jeden mindestens 50 Mal pro Spiel. Right now the best-selling product in all of Crossbell is... Orbital Cars, Arkham Sealed Tickets. Die sind sich wohl nicht ganz einig, wie immer. Come on, Puck, Tickets? What, are you trying to be a scalper? Arkham Sealed Tickets are crazy popular, man. We totally make a killing. The business world's all about Orbital Cars right now. Every man dreams of owning one. Aren't you the same? Ja, aber wir träumen auch von solchen Tickets. Also ich finde, das eine muss ja das andere nicht ausschließen. I wasn't getting anywhere talking to my bud, so I decided to consult the Grimwood Law Office. I could see that he was kinda confused by my visit. He explained to me that I needed to decide on what business I'm even starting before I started. I guess he makes a good point. Naja, you need to decide on what to sell if you're planning on starting a company. Das ist wohl wahr. Ach, die sind immer noch im Firmengründungsstatus, ne? Und sind immer noch in der Phase, wo sie abwägen müssen, worauf sie sich spezialisieren wollen. Ja, dann sollten sie sich tatsächlich einig werden. Weil da wird ja viel Investition auch aus eigener Tasche fließen. Und das wäre schade, wenn sie das in den Sand setzen, weil sie eben keinen Fokus haben. Hier haben wir damals diese Felicita oder wie die hieß angetroffen mit ihrer Lettina. We took a long trip out to Crossbell for my boy today. I'd do anything for my son. I'm not afraid of working overtime. Du bist aber ein lieber Lars. We took a long trip overtime. Okay, hello, kleiner Mann. Wow, this bed is so soft and fluffy. Did you guys know that Daddy promised me he'd buy me something I wanted? I told him I wanted the Mishi plush. Oh, das ist aber teuer. I'm so excited to get it. Cool. Na dann, ihr macht das schon. Der wird ja hoffentlich ein bisschen was zusammensparen, damit der Kleine hier nicht anfängt zu weinen. Wobei ich das auch nicht so geil finde, wenn man weinenden Kindern immer den Willen durchgehen lässt und denen dann alles kauft. Aber der Kleine, der schien mir doch relativ vernünftig, liebenswert und, weiß ich nicht. Im Urlaub ist das alles immer noch mal ein bisschen anders, würde ich mal sagen. Wir talken. Man, Shanshan is cute. She's hardworking, beautiful, and has a sexy voice. She's my #1 self-proclaimed wife candidate. Oh wow. Though Master always watches her like a hawk. Doesn't want anyone making a move on her. Ist auch gut so. Da ist sie wahrscheinlich auch dankbar für. You can always see him snooping around while he pretends to work the pen. I won't lie, it's amusing to watch. Also vielleicht ist sie aber auch genervt davon, das weiß man halt nicht. Sie hat es von sich aus noch nicht thematisiert. Shanshan's pretty popular with a lot of our customers too. Haha, you can bet Master's on edge about it. Aber vielleicht ist sie auch für die Kunden ein entsprechender Magnet, ne? Kann ja sein. Wird ja auch so sein, sonst hätte er es vermutlich auch nicht erwähnt. Gut. Weiß sie denn um ihre Popularität? Sie spricht es halt von sich aus nie an.
Was sie irgendwie nur noch sympathischer macht. Vielleicht hat sie das auch gar nicht so auf dem Schirm. I haven't seen those brats from the downtown district around here lately. I can finally relax, or so I thought. I still have to deal with people getting off work that come here to get drunk. I can never seem to catch a break. Oh, I can never seem to find a moment of peace for myself. Can't these people just eat their meals quietly? Oh, ich könnte deinen Job halt auch irgendwie nicht machen. Das ist irgendwie... Ich habe da einen Heidenrespekt vor, generell vor Leuten, die in der Gastronomie arbeiten. Im Grunde genommen auch egal in welcher Funktion. Weil ich glaube, dass das echt ein ganz schöner Knochenjob ist. Und auch sehr undankbar, wenn man sich anguckt, wie Leute heutzutage so drauf sind. Ich hab das in irgendeinem anderen Let's Play schon mal gesagt, aber... Auch ich bin manchmal mit dem Essen in manchen Lokalen nicht zufrieden, aber ich habe in meinem Leben noch nie einen Aufriss gemacht oder gesagt, nee, also hier will ich mein Geld zurück oder das geht so nicht oder bitte richten Sie dem Koch aus, dass er scheiße ist oder so. Was ich dann mache, ist beim Bezahlen vielleicht ein kleines, leises Feedback dazulassen und dann eventuell nie wiederzukommen, wenn es richtig schlimm war. Also ich bin eher so jemand, der Kritik äußert in einer sehr stillen und sehr passiven Form, aber ja, ich weiß nicht. Das eine ist vermutlich nicht besser als das andere, aber da hat jeder so seine Art, mit Dingen umzugehen, aber so dieses auf den Tisch hauen und Leute zur Sau zu machen, also nichts liegt mir ferner. Hier ist aber wirklich gerade voll ruhig, ne? Ich hab den Platz, oh, habe ich noch nie so leer gesehen. Hi, my old man's a deadbeat drunk. Wahoo! Das ist aber eigentlich nicht so lustig. Das ist sogar ganz schön traurig. Haha, wait up! Oder spielen die gerade nur Rollen? Ich weiß nicht, ob er gerade aus seiner eigenen Familie berichtet hat oder ob die jetzt gerade in Rollen schlüpfen. Aber sowas zu spielen sagt auch schon viel über die Psyche des Kindes aus. Also irgendeinen wahren Kern muss das haben. The youngsters are as energetic as ever. We're all basking in the sun's warmth. I couldn't ask for a lovelier day. Sehr schön. Aber die Musik? Hat die sich ja auch geändert? Nee, ne? Ich glaube, bei unserem ersten Besuch war die auch schon so. Es mutet hier gerade alles so friedlich an, aber das liegt wahrscheinlich an den jüngsten Ereignissen hier. So, warte. Hier in der Area macht es, glaube ich, gar nicht so Sinn, erstmal mit den Leuten draußen zu sprechen, weil hier kaum jemand draußen ist. Ich wollte gerade sagen, hier in der Sackgasse, da erinnere ich mich noch an den Kleinen. Hey, there's a really nice morning out today. It being so sunny and bright out pumps me up. What? It being so sunny and bright out pumps me up to work that much harder. Was workst du denn? Sweep, sweep. I'm going to clean the heck out of the street today. Okay, der macht hier sauber? Wer setzt denn ein Kind ein, um irgendwelche Hintergassen zu säubern? Also das irritiert mich jetzt ein bisschen. Oh, guck mal, hier steht nicht mal mehr jemand am Eingang. Hier ist wirklich Friede eingekehrt. Das ist voll ungewohnt. Okay, dann starte ich jetzt mal hier mit den Gebäuden. Guten Tag, jemand zu Hause? Ja, Michault heißt der, ne? Michault. Nee, oh, ich habe eine L noch mit reingemacht, aber fast hätte ich mir den Namen gemerkt, obwohl der kompliziert ist. I came here from the countryside hoping to get admitted into St. Ursula Medical College. I failed this year's exam as well, guess I'm retaking it next year. I have to pass the exam next year. Tja, ich würde ja sagen, lass mich dir irgendwie helfen, aber ich weiß nicht, ob wir das können. Mal abgesehen davon, dass wir eigentlich auch die Zeit dafür gar nicht haben. The rent for this apartment is really cheap. So cheap, even an utter failure like me can manage to afford living here. Wie der sich selber geißelt. You know, I used to be a trader. But as you can plainly see, my life's in shambles now. I've hit rock bottom. Oh Mann. Also, der ist, glaube ich, nicht so glücklich. Ich wette, das ist so einer, der abends manchmal einen über den Durst trinkt, weil er mit seiner Lebenssituation nicht so zufrieden ist. Aber ich will ihm nichts unterstellen. Ich sehe nur überall die Saufgläser rumstehen hier in jedem Zimmer. Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nicht für Alkohol. Vielleicht tue ich allen Unrecht. It's been 60 years to the day since I first started living here in the downtown district. Ho ho, even these parts were full of activity back then. But all that changed once the new business and entertainment districts popped up. Even though it feels as if the government has forsaken this district, I've no desire to leave.
It's been 60 years, Downtown District, and you'd better believe I have every intention of staying here for the remainder of my life. Ja, glaube ich dir. Ich finde sie aber auch gar nicht so ungemütlich. Also ich finde, die sieht auch nicht aus wie so ein Assi-Abschnitt, wo irgendwie die ganzen, weiß ich nicht, die ganzen, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, die Leute, die auf der Strecke geblieben sind und an diesem ganzen High-Life-Zentral nicht teilnehmen können. Also das sieht nicht aus wie ein Abstellgleis, finde ich. Ich finde es ja eigentlich voll schön und gemütlich. I met a new girl yesterday. She was really pretty. Estelle? She just moved in next door to us. Ah, nee, doch nicht. When she said hello, she gave me a nice pat on the head. Hihi. Okay. Klingt nach Reen Schwarzer, aber Reen ist kein Girl. That girl was really nice. She gave me a nice pat on the head. Okay, jetzt bin ich gespannt. Können wir sie auch kennenlernen? In welchem Zimmer nochmal? War hier nicht immer zu? Aha. Ich glaube, in diesem Zimmer sind wir gerade zum ersten Mal. Nur leider ist wieder niemand zu Hause. Wer könnte hier leben? Oh, Rishia ist hier bestimmt eingezogen. Ich wette, Rishia wohnt hier. Die hat doch nach einer Bude gesucht. Und beim letzten Mal noch keine gefunden. Das nimmt hier langsam Farben und Formen an bei ihr. We recently had a young girl move in next door to us. To my surprise, I found out that she was living all by herself. Aha, I can't help but worry about a young girl living on her own. We have to help take care of her. Das wird sie sowas von sein. Ich sag euch, nach dem nächsten Hauptstory-Event werden wir sie in ihrem Zimmer antreffen und dann geht's munter weiter mit ihr. Und hier kommen wir auch irgendwann mal rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier bis zum Schluss versperrt bleibt. Ich wette, da wird irgendwann mal eine Sidequest mit ihm in Verbindung stehen. Also ich glaube, dass das ein Er ist. Stand da nicht Man? Ja, Mans Voice, genau. Richtig in Erinnerung. So. Na gut, dann hätten wir das auch geklärt. Dann, ihr Lieben, würde ich mal sagen, machen wir jetzt hier einen Cut. Und ich werde beim nächsten Mal die ganzen anderen Gebäude hier noch inspizieren. Beziehungsweise da, wo wir reinkommen. Kann ich jetzt eigentlich hier rein? Ja! Zum ersten Mal. Wir sind bei Nine Valley. Okay, dann starten wir hier beim nächsten Mal. Oh, sehr interessant, ja. Dann können wir bestimmt wieder neues Zeug kaufen. Blöd nur, dass ich keine Kohle habe, aber man kann sich das ja merken. Okay, dann würde ich mal sagen, vielen lieben Dank an euch, dass ihr heute wieder mit dabei gewesen seid. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.